Hallo Leute, ich hätte ja niemals gedacht, dass ich nochmal ein extra Video zu dieser Thematik machen würde, aber mir liegen neue Informationen vor und ich bin der Meinung, dass diese Informationen nicht in der Versenkung verschwinden sollten, denn es geht um den Balea Beauty Expert Triple Effect Booster, der laut Verpackung 0,1% Retinal enthalten soll. Und ich hatte ja schon von Anfang an vermutet, dass die angegebene Konzentration nicht so hundertprozentig stimmt, aber da das reine Spekulationen waren, habe ich das natürlich auch wie eine Spekulation behandelt, wie ein Gerücht behandelt und nicht gesagt, es ist Fakt und es ist so und so. Aber Balea hat ein Statement veröffentlicht, also eine Art Statement, denn für mich ist es nicht wirklich ein Statement, denn ein Statement soll für sich alleine stehen und verschwindet nicht nach 24 Stunden. Das heißt, sowas kann man theoretisch nicht in die Instagram-Story posten, aber Balea hat das tatsächlich gemacht und ich möchte so ein bisschen auf dieses Statement eingehen, weil es mich super, super wütend macht. Und damit ihr das besser nachvollziehen könnt, möchte ich euch nochmal darlegen, warum ich wütend bin. Denn ich habe mir dieses Produkt gekauft von meinem eigenen Geld, so wie ich das eigentlich bei allen Drogerieprodukten mache. Und ich habe vermutet, dass die angegebene Konzentration von 0,1% Retinal nicht wirklich stimmt. Das ist einfach eine rein optische Vermutung gewesen und mittlerweile hat sich ja diese Vermutung bestätigt, aber der Weg bis zu dieser Bestätigung, der war super lang und für mich auch super frustrierend, denn ich habe wirklich verschiedene Möglichkeiten genutzt, um an Informationen zu kommen. Ich habe DM als Creatorin kontaktiert, also mit meinen Geschäftsinformationen, mit meinen Geschäftsaccounts und so weiter und so fort. Da habe ich keinerlei Antwort erhalten, aber ich habe natürlich auch den DM-Kundenservice zeitgleich als Kundin kontaktiert, denn ich bin auch Kundin und ich möchte, wenn ich ein Produkt kaufe, und es ist mir total bums egal, wie viel es kostet, ich möchte nicht in die Irre geführt werden, ich möchte eine transparente Info dazu, ob das, was hier draufsteht, auch tatsächlich stimmt. Und ich habe eine E-Mail an den Kundenservice von DM geschrieben, und zwar am 1. November, in der ich einfach nur gefragt habe, ob die Angabe zur Retinalkonzentration korrekt ist. Das heißt, mir hätte ein einfaches Ja oder Nein ausgereicht. Ich habe sozusagen auch nochmal gefragt, ob sich diese Angabe direkt auf das reine Retinal bezieht, also nicht auf irgendein Komplex oder dergleichen. Und ich habe bis heute keine Antwort auf meine E-Mail bekommen. Also ich habe zwar eine Bestätigung, eine Eingangsbestätigung für meine E-Mail erhalten. Ich habe auch nochmal eine E-Mail bekommen, dass man mir nach wie vor nicht weiterhelfen kann. Aber das ist für mich eben keine hilfreiche Information. Das ist keine Beantwortung meiner Frage. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und diese Infos, die ja eigentlich nicht vorhanden waren, und habe ein Reel abgedreht, wo ich einfach gesagt habe, wie enttäuscht ich darüber bin, wie mit dieser Situation umgegangen wird. Denn dieses Produkt findet man nicht mehr im DM Online-Shop. Also es wurde komplett aus dem Shop entfernt, mitsamt der Bewertungen und Informationen. Und soweit ich das verstanden habe, wurde dieser Booster auch kürzlich aus dem Sortiment im stationären Handel entfernt. Und ich denke mir so, ja geil, ne? Also ich habe das Produkt gekauft, ich habe wirklich alles getan, um irgendeine Information zu bekommen, ob die Konzentration des Retinals stimmt. Ich habe keinerlei Informationen erhalten. Und kurz nachdem ich mein Reel veröffentlicht habe, wurde eine Instagram-Story gemacht, in der irgendwas von Transparenz geschwafelt wird, dass Transparenz einem ja so wichtig sei und so weiter und so fort. Und ich bin als Kundin dermaßen enttäuscht darüber. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil ich mir auch denke, wie muss das für andere Kunden und Kundinnen sein, die beispielsweise nicht auf Instagram unterwegs sind und die auch dieses Produkt gekauft haben. Wie sollen die jemals erfahren,
dass eigentlich das, was hier draufsteht, nicht so wirklich stimmt. Zumal das Statement von Balea auch relativ schwammig ist. Also wir schauen uns das einfach nochmal an. Denn Balea schreibt in der Instagram-Story, die wie gesagt nach 24 Stunden verschwunden ist: Transparenz liegt uns am Herzen, daher möchten wir euch zu unserem Balea Beauty Expert Triple Effect Booster und den Fragen zum eingesetzten Retinal auf dem Laufenden halten. Also Transparenz wäre es für mich persönlich gewesen, wenn ich wenigstens eine Antwort auf meine Frage als Kundin erhalten hätte. Ja. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, zumal diese Problematik ja nun schon länger existiert. Und dann geht es weiter. Seit den ersten Anfragen stehen wir im engen Austausch mit unserem Herstellerpartner, und um die komplexe Thematik umfassend zu klären. Bei dem Produkt setzen wir Retinal in Form eines Retinalkomplexes ein. Also, das heißt, die Konzentration bezieht sich sozusagen nicht auf das Retinal, sondern auf den Komplex. Aber selbst das wird nicht direkt mit uns geteilt, versteht ihr? Also es steht nicht direkt drin, dass sich die Konzentration auf den Retinalkomplex bezieht, was ich auch schon wieder nicht sonderlich transparent finde. Vom Rohstofflieferanten wurde diese aufgrund der chemischen Zusammenhänge mit der INCI-Bezeichnung Retinal benannt. Das klingt für mich persönlich auch nicht hundertprozentig nachvollziehbar, denn wenn ich mir jetzt einen Komplex bei einem Rohstofflieferanten bestellen würde, der beispielsweise aus Retinal und Glycerin besteht, dann steht das auch in dem Analysezertifikat mit drin, wie hoch die Retinalkonzentration tatsächlich in diesem Komplex ist. Von daher ist das für mich persönlich auch nicht sonderlich hilfreich. Und ja, dennoch verstehen wir, dass die gewählte Deklaration Fragen aufgeworfen hat. Wir haben uns entschieden, den Balea Beauty Expert Triple Effect Booster vorläufig nicht mehr anzubieten, da er aufgrund der aktuellen Sachlage nicht mehr unseren hohen Standards entspricht. Wir danken euch für euer Verständnis. Ja, also wie gesagt, für mich als Kundin ist das mehr als fragwürdig, solche Informationen auf Instagram in irgendeiner Instagram-Story zu posten, weil diese nach 24 Stunden verschwunden ist. Ich frage mich, wie viele von euch das mitbekommen hätten, dass Balea eben diese Info in der Instagram-Story veröffentlicht hat. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwas davon mitbekommen hättet, wenn ich das jetzt nicht in dem YouTube-Video erwähnt habe. Ich finde diese komplette Erklärung sehr, sehr schwammig. Naja, und sie strotzt nicht unbedingt vor Transparenz. Das ist halt wieder diese typische Scheintransparenz, die aus meiner Sicht sogar viel zu spät kommt, als dass ich jetzt sagen könnte, okay, dumm gelaufen, blöde Sache. Es kommt einfach zu spät. Und da ich mich als Kundin einfach auch nicht gut behandelt fühle, bin ich doppelt und dreifach enttäuscht, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mit dieser Thematik umgehen werde. Ich weiß nicht, ob ich den Angaben auf den Balea-Produkten trauen kann, zumindest wenn es halt um die Konzentration geht. Also ich will jetzt nicht alles komplett in Frage stellen, dass sich da nicht an Standards und dergleichen gehalten wird, aber ich denke, es wird ganz oft ganz viel Schindluder mit dem Marketing getrieben, und das zeige ich euch auch immer wieder bei anderen Produkten auf, bei denen man das sofort sehen kann, schon allein aufgrund der Inhaltsstoffliste oder weil es eben optisch nicht hundertprozentig passt. Und ich stelle mir gerade vor, wie sich jemand dieses Produkt gekauft hat, von 0,1% Retinal ausgeht, denkt, ja, ich vertrage das richtig, richtig gut, und sich als nächstes ein Produkt mit 0,2% Retinal holt und sich im schlimmsten Fall die komplette Hautbarriere zerschießt. Deswegen finde ich das alles wirklich nicht witzig, und ich finde das auch nicht gut, wie mit dieser Situation umgegangen wurde. Ich muss einfach schauen, was ich aus dieser Sache mache, wie ich Produkte der DM Eigenmarken weiterhin in meine Videos integriere, und ja, weiß ich nicht, ob ich da weiter Vertrauen zu habe, und ja, ich weiß einfach nicht, wie ich mit dieser ganzen Situation umgehen soll, weil es natürlich auch zum Teil mein Job ist, Produkte zu testen und meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Und das macht mir natürlich auch super viel Spaß, aber zeitgleich
bin ich einfach super enttäuscht, und zwar nicht nur als Creatorin, sondern auch als Kundin. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diese ganze Situation seht, was ihr daraus macht, aber ich hoffe, ihr versteht auch, dass ich einfach so ein kleines bisschen enttäuscht und zwiegespalten bin.